Was ziehe ich als Hochzeitsgast an? Was kann ich, was darf ich, was soll ich lieber lassen? Das erfährst du in diesem Video. Und außerdem, ich zeige dir meine Auswahl an Kleidern, die ich finde perfekt für eine Hochzeit sind. Was ziehe ich als Hochzeitsgast an? Die Frage gestaltet sich heutzutage schwieriger als früher. Denn früher war das gang und gäbe, dass man Abendkleider, Cocktailkleider angezogen hat. Heutzutage hat man zum Beispiel Motto- oder Themenhochzeiten. Und dann ist natürlich schon mal die Frage ein bisschen schwieriger. In diesem Video beantworte ich einige Fragen, die dir vielleicht helfen bei der Kleiderauswahl, und außerdem zeige ich dir Kleider, die meiner Meinung nach für eine Hochzeit perfekt passen. Was du beachten solltest, wenn du eingeladen wirst. Als erstes ist es wichtig, zu wissen, ob es eine Motto-Hochzeit ist. Wenn das eine Motto-Hochzeit ist, das erfährst du ja schon mal, während du die Einladung bekommen hast. Es ist auch wichtig, dass du auch dem folgst, denn das ist ja ein Wunsch von dem Brautpaar und das sollst du ja auch respektieren. Für alle anderen habe ich hier einige Vorschläge und ein paar Tipps. Wenn du dir bei der Kleiderauswahl immer noch unsicher bist, was du anziehen sollst, frage auch andere Gäste bzw. Leute, die auch eingeladen sind, welche Kleiderstil die bevorzugen bzw. was die dann ja anziehen. Erstens weißt du ja schon mal, in welche Richtung es geht, und zweitens, vielleicht vermeidest du schon mal, dass die eine oder andere Frau genau das gleiche Kleid anzieht, weil das wollen wir natürlich nicht. Nach wie vor trägt man auf einer Hochzeit Cocktailkleider. Cocktailkleider sind eleganter, sind schicker, sie sind ja was Besonderes, das trägt man ja auch nicht jeden Tag, und natürlich auf einer Hochzeit möchte man auch etwas tragen, was besonders ist. Cocktailkleider sind auch in verschiedenen Schnitten zu bekommen. Es sind ja kurze Kleider, Kleider ohne Ärmel zum Beispiel. Wenn es eine Hochzeit im Sommer ist, ist das ja natürlich auch perfekt. Bist du auf eine Hochzeit eingeladen, die ein bisschen pompöser ist, kannst auch gerne ein Ballkleid tragen. Es muss auch keine schwere Robe sein. Es gibt auch schöne, verspielte, romantische Ballkleider. Die Auswahl ist auch da riesig. Gerade im Frühling, da sehnt man sich so ein bisschen nach Romantik. Da sind natürlich ja Blumenkleider perfekt. Es gibt auch welche aus Taft. Sollte es ein bisschen frisch sein, kannst du immer einen Bläser oder eine Jacke drüber anziehen. Und wo wir bei Thema Frühling sind, wo die Temperaturen noch so ein bisschen wechselhaft sind, möchtest du vielleicht ein Kleid mit einem längeren Arm? Da gibt es ja auch jede Menge zur Auswahl. Es gibt auch Kleider, die relativ schlicht sind und trotzdem das gewisse Extra haben, vielleicht mit Tüll oder mit Spitze. Also da findest du auf jeden Fall was. Es bleibt natürlich die Frage, welche Farben sind erlaubt. Was ich als Hochzeitsgast auf jeden Fall vermeiden würde, das sind die Weißtöne. Traditionell steht die weiße Farbe der Braut zu. Und egal, ob sie traditionell heiratet in Weiß oder nicht, die Farbe ist der Braut tatsächlich vorbehalten. Die Farbe Rot wird in vielen Kreisen auch nicht gut angesehen. Warum? Die Farbe Rot ist eine Signalfarbe. Und du darfst nicht vergessen, du bist ein Gast und die ganze Aufmerksamkeit gilt nach wie vor der Braut. Was ist mit der Farbe Schwarz? Darf ich als Hochzeitsgast Schwarz tragen? Früher haben die meisten Frauen zu einer Hochzeit Schwarz getragen, aus dem Grund, es gab nie so viel Auswahl an Abendkleidern wie heutzutage. Es galt damals Schwarz als eine elegante Farbe, und somit hat man ja auch die eleganten Kleider meistens in Schwarz. Heute entscheidest du selber, ob du in Schwarz gehen möchtest oder nicht. Wie sieht's aus, wenn du kein Cocktailkleid tragen möchtest? Aus Erfahrung kann ich sagen, es gibt sehr viele Frauen, die suchen nach einem Kleid, das nicht nur für den einen Tag ist, sondern möchten das Kleid auch weiterhin anziehen. Auch da gibt es ja jede Menge Auswahl an Kleidern, die du gut über den Sommer tragen kannst.
Zur Auswahl stehen schöne Chiffonkleider aus leichten Stoffen, leicht schwingend, kannst Maxi-Kleider auch gerne tragen. Gerade zu einer Hochzeit, wenn du dich für eher schlichteres Kleid entscheidest, hätte ich tatsächlich die Maxi-Länge auch empfohlen. Gerade die Chiffon- oder Seidenkleider sind perfekt für eine Sommerhochzeit. Sie sind leicht, sie sind luftig und sie sind super bequem. Gerade wenn du ein bisschen tanzen möchtest, ist so ein Kleid perfekt. Du kannst auch gerne ein paar Statements-Accessoires tragen, wie Gürtel oder größeren Schmuck. Also mit einem Chiffonkleid noch gerade in Maxi-Länge bist du gut dabei. Was ist, wenn du ungern Kleider trägst? Du bist zu einer Hochzeit eingeladen und du fühlst dich dazu gezwungen, ein Kleid anzuziehen. Das kannst du auf jeden Fall vermeiden. Es gibt Zweiteiler in schönen hellen Farben. Das Einzige ist, vermeide vielleicht dunkle Farben wie dunkelblau oder schwarz, denn das sieht mehr nach Business aus und nicht nach einer Feierlichkeit. Denke dran, du bist den ganzen Tag auf einer Feierlichkeit und du möchtest dich auch frei bewegen, du möchtest nicht schlecht gelaunt durch den Tag gehen. Und wie gesagt, ein Anzug ist eine wunderschöne Alternative. Tasche und Schuhe. Hier empfiehlt sich schon mal was Besonderes. Gerade wenn dein Kleid eher schlicht ist, kann eine Tasche oder die Schuhe als Eyecatcher gelten. Und da hätte ich wirklich was Besonderes vorgeschlagen. Eine kleine Klatsch, vielleicht in Gold oder mit Blümchen. Genau das Gleiche ist bei den Schuhen. Du kannst ja auch gerne goldene Schuhe nehmen oder Schuhe, die ein bisschen auffallen. Ich hoffe, dass dir meine Vorschläge heute gefallen haben. Die Kleider werde ich dir auch unten in der Beschreibung verlinken. Schreib in den Kommentaren, welche Erfahrungen du mit Hochzeiten gemacht hast, welche Kleider du auf einer Hochzeit getragen hast. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, kannst du mich gerne abonnieren für weitere Videos.